fire, but I'm gonna stumble over it. My words, it still hurts, but I want you. I don't wanna be high, but I'm gonna, 'cause I'm falling in deep. You keep calling me up, you keep calling me up. Ich gehe täglich in meinen sogenannten Lymphsack. Der hilft mir zum einen einfach runterzukommen, weil ich quasi da liege, nichts tue. Ja, die viel wichtigere Funktion ist einfach, dass durch diese Lymphdrainagefunktion einfach auch die Schwellung in meinem Bein viel schneller weggeht und es einfach total gut tut und den Heilungsprozess beschleunigt. Dazu setze ich noch das Neuronavi auf die Ohren. Das ist frequenzmodulierte Musik, die aufs vegetative Nervensystem wirkt und da vor allem jetzt den Parasympathikus stimuliert, um einfach mich noch mehr zu entspannen. Ja, nach der Session, die immer so eine 30 Minuten geht, habe ich dann erstmals wieder Bodenkontakt mit meinen Füßen. Ich habe noch so Correct Toes an, die meine Zehen ein bisschen spreizen und einfach auch den Fuß noch mal mehr entspannen und da mehr Stimulus geben. Ja, und dann fühlt es sich für mich gerade einfach super komisch an, Kontakt mit dem Boden zu haben. Und ich versuche da meine Füße ein bisschen durchzubewegen und das Gelenk auch zu mobilisieren. Danach ging es zum Mo. Der Mo betreibt das Multinis in Schlierbach bei Heidelberg. Seit 2 Jahren arbeiten wir zusammen im Bereich Kraft, Stabi und teilweise eben auch Regeneration. Er hat heute mit mir was ausprobiert, was wir jetzt integrieren in meinen Reha-Prozess, den sogenannten Mikrostrom, der auch nochmal auf Mikrozellebene eben den Heilungsprozess beschleunigt. So, wir haben jetzt die Elektroden um die Verletzung oder um die Problemstelle platziert, so dass wir hier 4 Elektroden haben. Ich schließe das Strom gerade diagonal an, dass es diagonal durchfließt, durchs Gewebe in so eine 3D-Form. Und dadurch erhoffen wir, dass wir das Gewebe, was verletzt ist, ansprechen und dementsprechend das dazu bringen, schneller zu regenerieren. Ja, das Mikrostrom sorgt dafür, dass die Zellenergie ansteigt um das 5-fache und dann gucken wir mal, ob wir das Gewebe gut antreffen können. Das Schmerz lindert und angeschwollen ist es ja nicht, oder? Oder merkst du das minimal? Es ist halt deutlich besser jetzt, weil ich Es war ordentlich geschwollen. Es war ordentlich geschwollen, okay. Aber nur mit Ruhe ist das dann wieder automatisch. Ja, und die Bewegung. Aquajogging. Okay, gut. Und dann würde ich am Montag nochmal nur Gewebe, Trauma, Weichgewebe machen. Von 7 Uhr bis um Dann könnte ich danach Uhr. zum Beispiel nochmal vorbeikommen. Ich schließe dich an. Cool, gerne. So. Geht eine Stunde. Geht eine Stunde. Haben wir die Zeit, oder? Früh. Während der Mikrostrom lief, haben wir dann auch einfach noch mal ein bisschen diskutiert, wann ich wieder einsteigen kann, wie mein Training dann aussehen soll. Da haben sich einfach auch noch mal Philipp und Mo ganz intensiv ausgetauscht und gerade was meine Baustellen sind, wo wir dann einsteigen und auf den Part, wenn ich dann wieder einsteigen darf, freue ich mich natürlich schon total. Wie siehst du als Mo Laura Philipp? Laura Philipp, für mich die fitteste Frau auf der Erde. Vom Mindset, körperlich und was sie auszeichnet, ist eigentlich ihr Ehrgeiz, dass sie will immer, sie möchte immer arbeiten und immer das Beste aus sich rausholen und sie setzt sich Maßstäbe, das ist kein Standard, das was sie sich selbst fordert und auch aus sich rausholen möchte. Ja. Das ist Laura. Ja. Vielen, vielen Dank. Mich würde es interessieren, ob du jetzt irgendetwas merkst. Ja. Also diese Bewegung ist
ist immer so, wenn ich liege und dann anfange, dann tut es ein paar Mal richtig weh. Hast du es jetzt auch? Das Hatte ich gerade auch, ja. ne? Aber da bin ich dann auch nochmal gespannt auf das Programm am Montag. Ja, das ist dann nur Weichgewicht Genau. und alles, was dazu. Weil ich glaube, da hängt. Top. 24 Stunden, wir sehen uns am Montag. Dann hat er berichten, wie sich das angefühlt hat. So, jetzt kommen wir zum Highlight des Tages. Ich darf ins Wasser gehen. Was ich da mache, das zeige ich euch gleich. 2 verschiedene Sachen. Erstmal noch kein klassisches Schwimmtraining, einfach aufgrund von der Wende, die eben auch eine Belastung für das Bein darstellt. Aber ich helfe mir da anderweitig aus und ja, ein bisschen joggen darf ich auch noch. Also let's go! Ziehe die Pelle an, weil 19 Grad und meine Bewegung jetzt auch noch nicht so brutal, dass ich jetzt richtig warm werde. Und dann gehe ich jetzt erstmal ein bisschen Aquajoggen, um den Stoffwechsel anzuregen und die Schwellung aus meinem Bein zu bekommen. Genau, die Laura hat ihre Verletzung und wir haben jetzt damit angefangen, wir nennen es erstmal Bewegung in den ersten 2 Wochen. Da geht es darum, dass ja, der Stoffwechsel angeregt wird, das heißt, sie auch nicht ganz abfällt. Sie kommt ja immerhin aus einem ziemlich umfangreichen Triathlon-Training. Das heißt, wir machen Aquajoggen und wir haben fürs Schwimmen ein Seil, was sich auf bis zu 25 Meter dehnen kann, mit dem sie schwimmen kann, ohne eine Wende machen zu müssen. Und damit hat sie nur den Wasserwiderstand, der zum einen natürlich dazu führt, beim Aquajoggen tiefer gehalten, dass es einfach ja, Stoffwechselprodukte aus der Extremität im Prinzip in Richtung Herz befördert werden. Und zum anderen das Schwimmen einfach, um ein bisschen im Takt zu bleiben, ein bisschen was zu machen. Kann man sich jetzt so vorstellen, dass die Laura vielleicht zwischen 15 und 20 Minuten schwimmt und zwischen 15 und 20 Minuten Aquajogging macht. Und das jetzt mal in den ersten 2 Wochen der Verletzung. Komme ich zum Schwimmteil, wo ich jetzt so ein Seil nehme, was ich mir um die Hüfte mache, um auf der Stelle zu schwimmen und gegen Widerstand. Ich habe hier gerade keine Gegenstromanlage, deswegen ist das hier gerade noch die beste Variante, um ja, zu schwimmen, ohne eben sich abzustoßen bei der Wende. Und Philipp hat sich da auch so ein gemeines Trainingsprogramm überlegt mit ein paar Sprints. Und ja, das probiere ich jetzt mal aus. So, das war's auch schon. Ein Tag, ja, wie meine Reha gerade aussieht. Insgesamt ist der Tag natürlich viel, viel ruhiger, als ihr das sonst von mir kennt. Leider. Das ist natürlich auch etwas, was mir super schwer fällt. Und ja, ihr habt gesehen, dass es für mich gerade einfach super wichtig ist, ja, ganz qualitativ etwas zu machen, wenn ich was mache. Kleine Reize nur setzen, die vor allem eben die Heilung fördern. Und so schnell wie möglich wieder fit werden. Das ist natürlich auch mein Ziel und dazu gehört eben gerade die Entschleunigung.
Ich danke euch an diesem Punkt erstmal für euren ganzen Support, der mir wirklich total hilft. Und hoffe, mein nächstes Video wird schon wieder viel mehr Action, Training und hoffentlich auch bald Wettkampfszenen enthalten.